Okay, Bernstein und wieder irgendein Drink. Oder? Was ist das? There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. I should probably take it. Ist ja praktisch, dass ich das bin, ne? I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. Hä? Für was? Für den Brief? Hä? Ich hab... Ne, warte mal, wo ist sie denn? Da. Noch unbekannt. Was ist noch unbekannt? Warum steht noch unbekannt? Was müsste da stehen? Achso, das sind die... Okay, das sind die Stärken und Schwächen. Ja, obwohl, da steht auch noch unbekannt. Okay, hier haben alle mehrere. Okay, alles gar kein Problem. Warum habe ich denn jetzt keinen Inventarplatz mehr? Asche. Piagis Brief versiegelt. Sarahs Tasche. Mutters Taschentuch. Ich kann auch nicht kombinieren oder so. Okay. Ja, kann ich jetzt nicht viel machen, ne? Okay, dann bleibt mir jetzt bloß... das mit dem Zitronenblubs, ne? Weil Schreiben bringt mir ja letztendlich gar nichts jetzt gerade. When I was a boy, I used to love making secret messages with Ausgelaugt. Achso, weil ich alles aufgebraucht habe. handy for Okay. writing them, but useless for making them appear. Hätte ich gar nicht gebraucht. Jetzt hätte ich einfach nehmen können. Oh, ich bin dumm. Ach, scheiße. Na gut, ist egal. Wo lag das Buch jetzt? Wo hat er das hingelegt gehabt? Da. Asche auf dem Buch verteilen, Zitrone benutzen. Damn, I'm making a serious mess here. Das ist korrekt. It's no good. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Scheiße, jetzt die Hälfte der Nachricht weg. Haha, scheiße. Oh Mann, ich wollte erst Zitrone, dann That Asche. wasn't it. Aber Not to mention I covered half the page with lemon juice. Great. Louis. Lemon's used to write secret messages, not to reveal them. I'll have to try something else. war nicht richtig? Dann soll ich doch hier hin? Jetzt machen wir komplett Schweinerei und können wahrscheinlich gar nichts mehr lesen. Etwas Tinte auftragen. Damit es richtig dreckig wird jetzt alles. Well, so it wasn't that, and I've just stained half the page. Jetzt ist alles weg, oder? Ink is always used to write a message, never to reveal one. Hä? Let's find something else. Ich finde etwas, um die geheime Botschaft aufzudecken. Wollt ihr mich verarschen? Was denn noch? Jetzt bin ich überfordert. Okay. Es war weder die Asche, noch die Tinte, noch die Zitrone. Warum redet er denn davon, dass Zitrone das als geheime Botschaft draufträufeln und... Hä? Das habe ich doch jetzt gemacht. Habe ich noch mehr Sachen? Kerze. Anzünden. Zünden wir es auch noch an. Ist doch alles, gar kein Problem. Well, I think I've searched everywhere. Maybe I should try it out on the book. Ja, jetzt zünden wir das alles an. Juhu. Großbrand, Spiel vorbei. Um Gottes Willen, ey. Seite mit der Kerze bräunen. Aha! It's working! Na, guck mal. Heat reveals First the try. message.
Let's see what my mother wrote. Where all Okay. eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it gut. wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Aber Gorgon ist doch ein männlicher Medusa. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, Okay. I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Ich unterbreche das mal ganz kurz. Warum hat er jetzt gerade gesagt, dass in der Mythologie ein Gorgone eine andere Bezeichnung für Medusa ist? Ich kenne Gorgon oder Gorgone oder Gorgonon immer als einen männlichen Medusa. Also einen Mann, der die ähnlichen Fähigkeiten hat durch den Blick oder durch die Positionierung manchmal auch einfach nur der Schultern und der Haare, die in dieselbe Richtung gucken und sowas, dann auch den Gegenüber in Stein zu verwandeln. Und oftmals sind Gorgonen ja auch die, die dann von Medusa dazu gemacht wurden und die dann wieder sich freisetzen konnten oder so und dann, glaube ich, dieselben Fähigkeiten bekommen haben. Ah, gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich wisst ihr das viel besser als ich. Aber worauf ich hinaus wollte, Gorgon ist nicht gleichzeitig Medusa. Oder? Hab mich gerade ein bisschen verwirrt. So. Also wir haben Schweinerei gemacht. Wir hätten das mit Zitronenwasser, Saft hier einsprühen, also eintröpfeln müssen und dann anzünden, so ein bisschen bräunen und das hätte geklappt. Also wir haben dadurch, dass wir da Tinte drauf gemacht haben und Asche drauf gemacht haben, hat das nicht geklappt. Und mal wieder ist es das Prinzip, ich hätte einfach nur machen sollen, ohne alles einzusetzen. Eigentlich wollte ich das ja auch machen mit der Zitrone, aber irgendwie finde ich es auch witzig, dass jetzt so ein bisschen das nach hinten losgegangen ist, weil wir jetzt dadurch mehr gefordert sind, das rauszukriegen. Wir hätten es natürlich auch komplett lösen können und wüssten dann wahrscheinlich, um welches Bild es geht oder so. Aber andererseits müssen wir jetzt einfach eine Medusa finden irgendwo. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Let's go. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Fangen wir doch mal an. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Okay. Wo war denn das mit, wo es noch hochging? That's the door to Elizabeth's room. Oh, guck mal. Ohne Klopfen. For God's sakes, what happened in here? Oh. Ja. Da ist ein Pentagramm auf dem Boden. Ja. Weiß auch nicht. Also. Ich gehe einfach wieder raus. Oh, da ist was auf dem Boden. Eine Schatulle. A chest with a half-circle pattern. Okay. Schloss knacken reicht nicht. Schlüssel verwenden, müssen wir einen Schlüssel finden. Der wird dann ja wahrscheinlich irgendwo in diesem Zimmer sein. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come and see you. Your loving father, John Adams. P.S. Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Please don't judge her. I'm sure
you'll be able to put all of this behind you one day. Okay, redet ihr darüber, dass... Also hat John Adams sie irgendwie wiederbelebt? Die Mutter war damit nicht einverstanden? Habe ich das jetzt gerade da rausgelesen? Und das andere. Das da. Ja. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Die Kristalle verzehren. Holy shit. Wie viel brauche ich? Mehr als ich habe. So. Ach, wissenschaftlich erlangt. Okay, ich bin dumm. Offenbart Immunitäten. Und hebt negative Effekte auf. Das wollte ich jetzt machen. Und jetzt kann ich das, oder? Nee, kann ich nicht. Okay. Soll ich einfach... Er sieht die jetzt einfach? Das wäre lustig. Aber ich bin nicht dumm, oder? Also wir sind schon eins clever. Aber lustig ist es, dass es geht. So, das bringt überhaupt kein Unglück, einfach hier drüber zu laufen. Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Immunität entdeckt, Psychologie. June 11th, Ist ja gut, dass wir 1791. da gut sind. Schade. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last. Right soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Der Vater hat keine Schwester erwähnt, der hat nur Brüder erwähnt. Sind das Zwillinge? Und deswegen ist gar nicht Elizabeth tot, sondern wie ist sie jetzt, Abigail? August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Okay. November 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition is worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Ach, guck mal, den ich jetzt hab. Wahrscheinlich, ne? Hier raus kann ich nicht. Geschlafen hat hier auch eher keiner. Oder doch? Aber nicht im Bett, sondern auf dem Boden. Okay. Was kann man noch entdecken? Schon wild. Habe ich Spiegelbild? Nee. Soll ich die jetzt essen oder nicht? Bin echt unsicher. Aber ich glaube, das wäre nicht so clever. Weil ich ja nicht weiß, was es macht. Ich habe leider wirklich kein Spiegelbild. Richtig schade. Okay.
Wir haben minimal was rausgefunden. Aber ich habe doch irgendeinen Schlüssel aufgenommen. Aber das war nicht der hierfür, ne? Habe A ich chest with a half circle pattern. eine Schüssel oder einen Schlüssel aufgenommen? Ach, guck mal, das geht jetzt sogar, weil ich Heimlichkeit habe. Machen wir das auch. Let's go. Wieder ein Brief drin. Bernstein, Gratulation, du hast 4 Bernsteinstücke eingesammelt. Deine maximale Konstellation steigt um 1 Punkt. Sehr schön. An untutored hand copied these notes. Eine Looks like unsichere Hand. a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Notiz analysieren. Let's go. Feet and hands are bound. A piece of cloth in the mouth prevents the tongue from being sectioned. It looks like preparation for an exorcism. Is Elizabeth really possessed? Notiz nehmen. Na gut. Dann haben wir hier erstmal alles. Wahrscheinlich ist sie jetzt direkt vor der Tür. Moment, wo ich rausgehe. Nee. Das ist schon mal gut. Ich war nie hier. So, ging das... Nee, wo ging denn das nochmal hoch? Irgendwo war doch noch etwas, wo man hoch konnte. Okay, kann ich nicht. Wessen Zimmer wäre das gewesen? Johann von... Ach, Monsieur Johann van genau, Wonde. der. Den kennen wir noch nicht. Hier ging das hoch. Okay. Schade. Vielleicht wäre das auch beim ersten Mal schon nicht gegangen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es doch eigentlich, ne? Können wir runter. Vielleicht doch in das Zimmer von dem Kardinal. Das wäre vielleicht doch interessant, oder? Was der vielleicht irgendwie versteckert. Okay, das ist der uns angegriffen hat. Oder angreifen wollte. Irgendwo höre ich sowas wie ein Zug. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Dann gehen wir mal rein, ne? Schloss kacken. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ordentlicher aus. The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Oh, ich bin gerade bei Napoleon, oder? Natürlich, ich bin gerade in Napoleons Zimmer. Um Gottes Willen. Okay. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht drauf treten, dass wir den nicht sehen oder so. Hannibal crossing the Alps. Another military success. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Der kleine Mann braucht das. Schade, dass die Spiegel nicht wirklich spiegeln, aber alles nicht so schlimm. Kann ich hier raus? Nee. Wäre auch nicht so gut, wenn mich jemand sehen würde, dass ich aus Napoleons Zimmer komme, ne? Durchsuchen. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Aha. Okay. Hier macht noch irgendwo Klingen. Ah, guck mal. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother, Maria Letizia Bonaparte. Okay. Interessant. Kann ich die Mütze klauen? A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. War hier noch mehr? Jetzt habe ich nochmal Blüm gemacht. Hab ich irgendwas übersehen? Oder kann ich nochmal... Ah, guck mal. It's a beautiful weapon. Lovely damask blade.
It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Immunität erkannt, Überzeugung. Also überzeugen würde ihm nichts bringen. Aber das weiß ich ja. Und deswegen weiß das Menü das nachher auch, ne? Da liegt was auf dem Boden. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Hat das auch eine Beschreibung hier? Nee. Hat das eine Beschreibung? Nee. Okay. Dann weiter. Guten Tag. Oh Gott, hier ist viel. Nehmen wir mit. Gucken wir uns an. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. Okay. Wer ist da nicht? My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. Okay. Also ist halt eine Geheimorganisation, die einfach im Hintergrund lenkt und leitet. Das habe ich aber gleich am Anfang schon realisiert und dementsprechend sind die Briefe jetzt nicht so überraschend. So, da kommt jetzt gleich jemand vorgesprungen, oder? Nee. Bisher haben wir noch den Horroraspekt oder dieses Gruselaspekt noch nicht so richtig mit drin, ne? French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt gerade gejinkt. Amber. Und jetzt wird wahrscheinlich die Hölle losbrechen in dem Moment. Warte mal, hier war gerade Blüm. Warum? Was habe ich übersehen? Weiß ich nicht. Wir haben schon relativ viele Münzen. Aber die bringen uns eigentlich gar nichts, ne? Und ich glaube, hier bin ich auch fertig mit dem Zimmer. Ich habe, glaube ich, alles gemacht. Dann gehen wir wieder raus. Guten Tag. Wischt hier irgendwo jemand? Hier wischt doch irgendwo jemand, ne? Guten Tag. Okay, da darf ich wieder nicht rein. Ich würde einmal die Runde weitergehen, ob ich noch in ein anderes Zimmer kann. Aber ich denke mal, das war das letztmögliche, ne? Weil das ist ja jetzt hier vorne schon wieder unser Zimmer. Okay, dann sind wir einmal rum. Dann würde ich sagen, lassen wir die Herrschaften nicht länger warten. Und gehen in den roten Saal im Erdgeschoss. Might be better to take a different stairway. Okay, man wird also geleitet, dass man das auf jeden Fall mitnimmt, oder? Koffer? Nee. Gehen wir hier runter. Du darfst gerne runtergehen. Okay. Gern geschehen. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me.
You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. Oh. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Schneller als der And eigene next you're Schatten. gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? Oh. There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Elizabeth. Okay. Confiding in me might ease your burden. Let me relieve you of some of your suffering. Relieve me? Do you even hear yourself? Do you really think that by confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? That it will bring my smile back? Or let me sleep at night? Look, you war ja auch don't immun seem dagegen. like a bad person. And I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. Everybody has their cross to bear. Das ist absolut I korrekt. know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Das ist nicht Don't say that. verkehrt. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Haven't you got a sister? Yes, I'm sure she loves you with all her heart. she's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for Yay. trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and
I know it. Oh, das ist einer von den neuen. Der letzte, den kannten wir noch nicht, ne?